Willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und bei mir auf dem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Abstimmung für den Kriegshammer, Luzerner Hammer, Mordaxt, was auch immer. Sollte auf jeden Fall für die Orga vom Taladas, für die Wanderfalken, eine günstige Version werden. So, die zwei Versionen waren zur Auswahl. Die 1 hat gewonnen, also quasi Marke Rabenschnabel mit stichfähiger Spitze. Und das Ding werden wir jetzt möglichst gucken, dass wir es relativ günstig bauen. Ja. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Bleibt dabei, wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze fertig aussieht. Bleibt dabei und schaut es euch an. Wir sehen uns. So Leute, jetzt haben wir hier erstmal eine Matte. Das ist 1,50 Meter. Teilweise gibt es die leider unter noch 1,40 Meter, aber mit 1,50 Meter passt es. Ich habe einen 1,50 Meter Kernstab. Dazu habe ich jetzt hier aber nicht liegen. Braucht man noch ein paar Kabelbinder. Ich habe da dickere oben liegen, aber das hängt jetzt von ab, wie flexibel das werden soll. Könnt ihr halt dickere oder dünnere Kabelbinder mit einbauen. Nur es sollte halt so ungefähr so bis eine Handbreit unter der Spitze reichen. Also ungefähr von hier so grob bis da. Wie gesagt, ich werde was dickere nehmen, dann ist es was steifer. Aber man kann halt immer noch mit stechen. So, dann bin ich hingegangen, habe mir mal ein bisschen Kopf gemacht. Jetzt tun wir erstmal den Kernstab ein bisschen auf Seite. Und zwar, ich hatte die Schablone ja am Stück gemacht. Wenn ihr die jetzt hier auf das Ding so auflegt, brauche ich 3 Dinger davon. Wäre ein bisschen viel Verschnitt. Das ist natürlich dann nicht so toll, weil wir wollen das Ding ja relativ günstig halten. Ich möchte auch möglichst mit dieser 10er Matte das Ding so ziemlich bis auf den weichen Schaumstoff für den Hammerkopf von dem Rabenschnabel komplett aus dieser einen Matte bauen. Und jetzt bin ich hingegangen, habe mir quasi davon ein paar Teile ausgeschnitten. Jetzt einmal das und die Spitze. Und schaue da, wenn man das Ganze, hat das schon ein bisschen was vorbereitet. Kriegen wir das Ganze aus einer Matte hin. Jetzt habe ich quasi 3-mal das Teil. Das hier, das an der linken Seite, obwohl das ist eigentlich egal, aber das Ding, das kommt quasi als mittleres Teil. Dann 3-mal das Spitzenteil, also mit der Klinge. Dann habe ich noch 2 Teile gemacht. Das wird dann quasi das Teil hier, damit der Kopf dann ein bisschen breiter und dicker wird, damit der Schaumstoff da drauf ein bisschen, also so 5 x 5 cm oder 5 x 8 möchte ich den schon haben, damit auch ein bisschen Schlagfläche ist. So, dann habe ich hier noch erstmal 5 Dinger gemacht. Und zwar ein Teil nehmen wir für die Mitte von dem Kernstab. Also wir haben ja quasi einmal oben dann das. Und dann brauchen wir ja noch für den Rest des Kernstabs dann die Matte. Werde ich wahrscheinlich dann mal gucken, wie ich das mache. Deshalb halt auch 5 Teile, weil 3 brauche ich schon mal allein für das Meterteil. Dazu dann halt nochmal 2 Teile, wo ich gucken muss, ob das für unten reicht. Ansonsten muss ich halt hier noch ein Teil rausschneiden. Ja, das gucken wir dann. Mal schauen, wie ich mache. Aber die Matte wird definitiv für das Teil reichen. Also werden wir bei einer Matte, einem Kernstab, 2 Kabelbinder, ein bisschen Leder für den Spitzenschutz oben unten und dann noch Leder oder Fliegengitter für die Verstärkung, damit das Ganze auch vernünftig hält. Ja, und halt Kleber noch. Das wäre dann erstmal, um den Rohling zu bauen. Vielleicht noch ein bisschen Dreiermatte, aber das wollen wir erstmal nicht machen, weil wie gesagt, ich will das Ding ja möglichst günstig bauen, damit die Jungs das sich günstig nachbauen können. So, dann schneiden wir die ganzen Teile mal aus und dann fangen wir mal an. Ne? So Leute, die Teile sind jetzt fertig. Und das hier, das Teil und das bisschen, das ist quasi der momentane Verschnitt. Mit dem Teil, da brauchen wir, ne, hier ist noch ein Teilchen. Okay, noch das bisschen. Also die Teile, das ist der Verschnitt. Das hier wollen wir vielleicht dann noch brauchen. Da müssen wir dann gucken. Für den Fall, dass das mit den Stielmatten nicht ganz reicht. Das legen wir mal auf Seite.
dann wäre quasi damit unser Bausatz erstmal soweit fertig. Wir brauchen quasi noch ja, weichen Matratzenschaumstoff ein Stück. Das zeige ich euch dann später, wenn wir dann soweit sind. Das ist dann mit so ziemlich einer der Endschritte von dem Rohling. So, und dann halt hier die Mittelstücke für den Stiel quasi zu machen. Ja, und damit können wir eigentlich schon anfangen, das ganze Ding zu bauen. Na? So, gucken wir mal, womit wir anfangen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal so von der Höhe mit dem Kernstab. Das hier legen wir mal erstmal auf Seite. Das später benutzen. Nehmen wir erstmal ein Teil. Am besten den. So, gucken wir mal. Dass wir das Ganze so in etwa bündig anlegen. Dass wir auf beiden Seiten gleich ungefähr haben. So plus minus ein paar Millimeter ist nicht schlimm. Natürlich habe ich halt wieder kein Lineal oder so was hier liegen. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Dann improvisieren wir mal wieder. Da sind wir ja gut drin. Okay, das ist ein bisschen schief geworden. Ja, das ist immer noch nicht so das Optimale. Naja gut, muss man halt so ein bisschen gucken, wie man das so macht. So, jetzt haben wir hier ungefähr, so, tun wir auch mal ein bisschen auf Seite. Das brauchen wir noch nicht. So, jetzt haben wir ungefähr die Teile. Das hier, das da. Und das Ganze kommt hier oben noch drauf. So. Wir könnten jetzt schon hingehen und das schon mal zusammenkleben, aber das mache ich noch nicht. Weil ich will erstmal noch den Kabelbinder mit dem Kern oben verbinden und dem Spitzenschutz. Damit wir das dann quasi gucken können nachher, wie wir das am besten ausschneiden. Der kommt dann quasi ungefähr. Den könnte man aber auch ein bisschen höher machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das gleich mache. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie hoch wir das von der Stichfähigkeit machen wollen. Also von der Länge her. Theoretisch hätte ich jetzt gesagt, ungefähr so bis hier. Aber wir könnten natürlich das Ganze auch ein bisschen höher machen, ne? Damit das hier ein bisschen besser hält. Naja, muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Gehen jetzt erstmal hin. Machen schon mal so ein bisschen Vorarbeit. Ja, ich glaube, wir lassen das wirklich oben so ein bisschen drüber. Gefällt mir irgendwie besser. Ich glaub, dann hält der Hammer auch besser drauf. Wieder Rabenschnabel. So. Gucken wir mal, dass man das hier so. Müsste mal aufpassen, das drückt sich immer schon mal so ein bisschen weg. Also hier der Kernstab. Das will auch nicht. Da liebe ich ja immer eine Kugelschreibermine. Und wie würde heute. So. Natürlich habe ich wieder keinen Ersatz da. Na jetzt. So. Haben wir das. Dann haben wir hier noch komplett durchgehend. Gucken, ob das links, rechts ungefähr gleich ist. Könnt ihr natürlich auch ausmessen, wenn ihr wollt. So, das ist dann quasi, hat auch nicht so ganz.
Das ist dann der Kernstoff, der rauskommt. Jetzt muss man nochmal halt gucken, dass wir das Ganze so vernünftig hinkriegen. So. So, das ist jetzt der Plan. Ja, dann unten noch und dann bauen wir das Ganze dann so. Soweit dürfte alles klar sein. So Leute, jetzt haben wir ja die zwei Teile fertig für die Spitze. Jetzt bin ich hingegangen, habe noch aus ein paar Lederresten dann quasi das Teil noch ausgeschnitten. Einmal links rum, einer rechts rum, ne? Also gespiegelt. Dann bin ich hingegangen, habe mir noch so ein paar Streifen aus Fliegengitter ausgeschnitten. Die werde ich hier oben noch so ein bisschen zur Verstärkung einbauen. Die klebe ich dann mit Heißkleber erstmal an. Gleich gehe ich ja dann noch mit Pattex drüber. Also quasi wird es doppelt verklebt. So, dann mache ich erstmal nur bis quasi hier. Da kann man dann nämlich hingehen und schneidet das so ein bisschen an den Seiten ein. Dann mache ich immer so in der Mitte erstmal und dann kann man das nämlich einmal so rund klappen. So, ich hoffe, das kann man sehen. Das machen wir dann auf beiden Seiten. So. So, dann haben wir das einmal so. Dann werden wir dann gleich hingehen, machen dann quasi einmal hier das Leder drauf und einmal so auf der kompletten Länge. Das machen wir dann aber mit Pattex. So, dann machen wir jetzt noch die andere Seite. Dann machen wir das Stück auch noch drauf. So. Hoffentlich klemmt das nicht fest. So. Dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Ist auf der Seite irgendwie ein bisschen dicker geworden anscheinend, aber ich habe es eigentlich richtig angeklebt. Naja gut, kann durchs Leder jetzt kommen. So, dann schneiden wir hier noch ein bisschen ein. Und da. Am besten natürlich mal warten, bis der Kleber angetrocknet ist. Und schneidet das nicht so gut. So. Gucken, dass das danach auch richtig gut anliegt. Machen wir das mal weg. Dann bauen wir das nämlich besser hier rum. Dann wickle ich das noch einmal hier rum mit dem Heißkleber. Und das ist dann quasi noch so ein bisschen separat zum Abreißen, so dass das nicht so schnell abreißen kann. Also ich mache lieber immer ein bisschen mehr wie zu wenig. Soll hier nicht zu Lasten der Haltbarkeit gehen. So. So, dann haben wir jetzt quasi einmal so rundherum. Ja. Dann nehme ich mir jetzt wieder eine Unterlage, damit wir rumsauen können. Zweifelsfall halt wieder eine Zeitung. So. So. Klotz hier drauf. Heißkleber brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ausstecken. Dann schauen wir mal, welches die richtige Seite ist. Das ist für hier. Das ist das falsche. Und da. So, dann gucken wir mal. Dann tun wir das Ganze erstmal einsauen. Da brauchen wir dann auch wieder nicht so grob zu gucken, weil wir machen dann wieder nur eine Seite mit Pattex. Dann natürlich wieder ein bisschen dicker und tun dann wieder erstmal die nicht glatte Seite dann aufkleben. Weil die hält eigentlich ganz gut dadurch, dass die ziemlich rau ist, sage ich jetzt mal im Verhältnis zu der anderen Seite. Großzügig auftragen. Da können wir ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Müsste dann natürlich dann später ein bisschen länger trocknen lassen. Aber das sollte ja dann klar sein. Ist aber auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen länger, dann können wir nämlich direkt beide Seiten danach machen. So.
So. Da haben wir das jetzt schon mal drauf. Gehen wir hin. Jetzt sind das Stück hier drauf. Braucht man, wie gesagt, dann noch anzudrücken. Das ist dann auch so ein bisschen, um den Kabelbinder dann nachher zu fixieren. Das sieht man ja, glaube ich, hier so halbwegs ein bisschen. Damit der dann noch vernünftig hält. So, und dann nehmen wir das Stück hier quasi dann auch. Guckt, dass das hier so ein bisschen bündig ist. Wie gesagt, nachher könnt ihr dann, was übersteht, an Leder abschneiden. So. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. So. Klotz ein bisschen drauf. Wälzt sich jetzt ein bisschen hier da durch die Zeitung, aber gleich legen wir das dann vernünftig hin auf eine glatte Oberfläche, dass das nachher alles schon gerade ist. Wie gesagt, hier an der Spitze, wo dann nachher für das Fliegen, Fliegen geht da nicht, das Leder halt dann für die Spitze dran kommt, ruhig ein bisschen üppiger drauf tun. Soll hier nachher auch vernünftig mit dem Leder verklebt sein. Der Rest natürlich auch vernünftig drauf, dass das sich gut voll saugen kann. Hier bei dem Fliegengitter natürlich auch ordentlich drauf klatschen. Jetzt nicht so, dass das säuft, aber wie ihr seht schon eine ordentliche Ladung drauf. Gut verteilen, da noch überall was ist. So, dann fangen wir wieder an der Spitze an. Gut ist, wenn das dann noch nicht trocken ist, kann man das auch noch ein bisschen verschieben. Das dauert dann noch ein bisschen länger, bis es trocken ist. So. Fangen wir wieder hier auf der Seite an. Gehen dann ein bisschen hoch damit das hier auch bündig ist. So. Noch ein bisschen andrücken, ein bisschen schieben, dass das alles passt. Wie gesagt, wenn ein bisschen übersteht, nicht schlimm. Hier an den Stall müssen wir auch noch so ein bisschen. Das ist ein bisschen komisch geworden, weil auf der einen Seite ist es nicht ganz so wie auf der anderen. Hier ist nur so ein bisschen. Ich glaube, ich habe es nicht so ganz ordentlich geklebt. Aber es geht ja prinzipiell nur ums Prinzip. So, das Leder ist jetzt dran. Mal ein bisschen nachgucken, ob es überall gleich dran gedrückt ist. Ein paar Stellen vielleicht noch mal ein bisschen nachdrücken. Hier eine kleine Welle, aber das ist durchs Leder selber. Ja, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen gucken sollen. Durch das Leder ist das hier an der einen Stelle ein bisschen gewölbt, aber das ist nicht schlimm. Da kann man nachher noch ein bisschen nacharbeiten. So. Das sieht gut aus. Ja. Dann haben wir das soweit schon mal dran geklebt. Und dann lassen wir das jetzt erstmal trocknen, bevor wir dann weitermachen. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen an dem guten Stück. Wir haben ja hier den Kernstock schon mal aufgezeichnet. Jetzt schneide ich erstmal den Kernstock quasi aus. So, das Kernstockteil, das behalten wir erstmal. Das brauchen wir später noch. Lege ich erstmal auf Seite. So. Und das kommt jetzt quasi erstmal das obere Teil an den Kernstab dran. Mal gucken. Schauen wir mal, wie weit die Heißklebepistole ist. Holen wir das Teil schon mal rüber. Wir fangen jetzt erstmal an, machen erstmal das mittlere Teil. Dann gehen wir hin, kleben das quasi hier an den Seiten schon mal dran. Und dann mache ich noch das untere Teil. Dann haben wir quasi die mittlere Schicht haben wir dann schon mal fertig. So, das Teil behalten wir noch. Das kommt dann nachher für das obere. Haben wir auf jeden Fall für eine Seite schon mal. So, und bei dem
Ich fange da jetzt auf der Seite an mit der Kleberei. Wie ihr gesehen habt, haben wir das jetzt alles in einem Stück gelassen. Also quasi nur das Mittelstück ausgeschnitten. Selbe wie von der anderen Seite, nur halt, dass man das jetzt quasi an einem Stück haben. Hätte man oben quasi auch, aber dann hätte man zu viel Material verbraucht. Deshalb, wie gesagt, ich will ja versuchen, das möglichst günstig zu halten. So, noch eine neue Patrone. So Leute, jetzt haben wir das Ganze schon mal so. Jetzt gucken wir mal. Da sind noch Lederstücke. Schnibbeln wir uns hier irgendwann aus. Für sowas halt sind immer Lederreste gut. Immer aufbewahren. Kann nicht schaden. Kann man immer mal was draus zusammenschnibbeln. Für so einen Spitzenschutz ist das immer schon mal gut. So. Das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen wieder kalt werden. Und dann machen wir die andere Seite. Die Sachen legen wir erstmal auf Seite. So Leute, ich habe jetzt von beiden Seiten den Kernstab noch mal so ein bisschen mit Heißkleber eingeklebt. Dann gehen wir jetzt hin, machen wir noch den Spitzenschutz. Und dann lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen trocknen. Jetzt wieder ein bisschen großzügiger drauf. So, das Ganze haben wir jetzt beide Seiten gemacht. Mal ein bisschen drücken. Der eine aber ein bisschen länger wie der andere. Aber das ist jetzt nicht schlimm, die sind beide groß genug. So, dann lassen wir das jetzt trocknen. Und dann fangen wir dann an, die nächsten Schichten drauf zu machen. So Leute, jetzt haben wir erstmal unten den Schutz eingeklebt. Und oben das und quasi die ganze Mitte ist jetzt soweit fertig. Weil wir das ja alles vernünftig machen wollen, weil der gute Taller das hat ja auch nachbauen will, werden das wahrscheinlich 3 bis 4 Teile werden von diesem Video. So, dann hoffe ich mal, das war jetzt der zweite Teil, nachdem die Planung ja am ersten schon war. Dann gehen wir in der zweiten hin, werden noch die Seitenmatten draufkleben, also die Lagen und das Ganze in Form. Und im letzten Teil werden wir das Ganze dann noch hübsch machen und pinseln. So, dann hoffe ich, dass der zweite Teil euch auch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Like, Kommentare sind immer gern gesehen. Dann sehen wir uns im dritten Teil. Bleibt mir treu. Wir sehen uns. So Leute, jetzt haben wir erstmal unten den Schutz eingeklebt. Und oben das und quasi die ganze Mitte ist jetzt soweit fertig. Weil wir das ja alles vernünftig machen wollen, weil der gute Taller das hat ja auch nachbauen will, werden das wahrscheinlich 3 bis 4 Teile werden von diesem Video. So, dann hoffe ich mal, das war jetzt der zweite Teil, nachdem die Planung ja am ersten schon war. Dann gehen wir in der zweiten hin, werden noch die Seitenmatten draufkleben, also die Lagen und das Ganze in Form. Und im letzten Teil werden wir das Ganze dann noch hübsch machen und pinseln. So, dann hoffe ich, dass der zweite Teil euch auch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Like, Kommentare sind immer gern gesehen. Dann sehen wir uns im dritten Teil. Bleibt mir treu. Wir sehen uns.